meine Lieben, da ich viele Anfragen hatte, was eigentlich aus dem W140 geworden ist, mache ich heute ein kurzes Video dazu. Viel Spaß! Die meisten, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen, werden sich bestimmt noch an den W140 von meinem Kumpel erinnern. Er hat sich damals ein 500er SEL gekauft und ich sollte den komplett durchchecken und ihm sagen, was da alles gemacht werden müsste. Dabei ist eine Mängeliste von 3 DIN A4 Seiten rausgekommen. Sehr viele von euch schrieben mir damals, dass er den Wagen lieber nach Afrika verkaufen oder verschrotten sollte. Schauen wir uns den Wagen mal im Hier und Jetzt an. Wie man sieht, hat er wie immer seinen Kopf durchgesetzt und aus dem Afrika-Export einen Traumwagen gemacht. Sieht wirklich Hammer aus. Aber dafür hat er viel Zeit und Geld investiert. Der Wagen wurde komplett neu lackiert, die porösen Kabel ausgetauscht, die Gasanlage wurde ausgebaut, die verschlissenen Vordersitze wurden durch gute Komfortsitze ersetzt. Das ganze Wurzelholz im Innenraum wurde vollständig überarbeitet und ich habe für ihn die komplette Technik neu gemacht. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wie gesagt, für die gesamte Technik war ich verantwortlich. Und jetzt war er beim TÜV und es gab einen Mangel, warum er nicht bestanden hat. Und zwar, weil der Lenkungsdämpfer Öl verliert. Hier ist der gravierende Mangel. Wie man sieht, verliert er ein bisschen Öl. Hätte man den vorher abgewischt, gäbe es keinen Mangel. Den zu wechseln ist ja eine Kleinigkeit. Hier mit einer 17er Nuss die Schraube rausgeschraubt. Und hier mit einer 16er Nuss die Mutter abgeschraubt und hier oben mit einem 16er Schlüssel gegengehalten. Wenn man den neuen Lenkungsdämpfer einbaut, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Die Seite mit der Beule kommt immer Richtung Beifahrerseite. Die Mutter sollte man immer erneuern. Die Schraube auf der Seite richtig sauber machen und Schraubensicherung verwenden. Die Schraube und die Mutter werden beide mit 40 Newtonmeter festgezogen. Schon erledigt. Jetzt besteht der W140 das Oldtimer-Gutachten. Den Mangel habe ich ja beseitigt. Und ihr konntet sehen, was aus dem Wagen geworden ist. Perfekt. Ich finde, dass der W140 einer der schönsten S-Klassen ist, die jemals gebaut wurden. Weil der einfach so bullig ist und eine Macht ausstrahlt. Das beeindruckt mich einfach. Nicht umsonst wird der W140 oft als Panzer bezeichnet. An dieser Stelle wollte ich mich bei allen Zuschauern bedanken, die mich abonniert haben. Ich hätte niemals gedacht, dass mein komischer Kanal, der auf keine Trends setzt, sprachlich probiert Hochdeutsch zu reden, die Videos immer sofort auf den Punkt bringt, nur Fahrzeuge zeigt, die sich fast jeder leisten kann. Dass dieser Kanal mal 70.000 Abonnenten hat, unglaublich. Vielen Dank dafür. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.